Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Akku die NS564 Spider 2. Wir haben euch bereits schon einige Schuhe von der Firma Akku aus Italien vorgestellt. Heute gibt es den NS564 Spider 2. NS steht für Navy Seals und dafür, beziehungsweise mit den Navy Seals, wurde er designt. Die Idee dahinter war, einen Stiefel zu schaffen, der sehr leicht ist, halbe Höhe bietet, also eine ordentliche Struktur für den Fuß, aber eben keine Gore-Tex-Membran besitzt. Jetzt wissen oder beziehungsweise die Geister streiten sich, ob ein Gore-Tex-Schuh und nasse Füße sich ausschließen oder auch nicht. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, naja gut, egal. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Volllederstiefel habe und eine Gore-Tex-Membran, werde ich früher oder später nasse Füße beziehungsweise einen nassen Schuh bekommen. Und bei einem Schuh, der keine Membran hat, hat man natürlich den Vorteil, der trocknet halt auch schneller. Ja, das heißt, wenn die Gore-Tex-Membran durch ist oder auch ein bisschen leckt, sage ich mal, hat man natürlich das Problem, das Wasser ist dann im Schuh, in der Socke, der Fuß ist feucht und bis das wieder trocken ist, dauert das viel länger. Deswegen gehen auch viele Veteranen aktuell dazu über, mit irgendwelchen Speedtrack-Schuhen unterwegs zu sein. Und das hier ist ein guter Kompromiss. Genau aus dem Grund haben wir auch mal den OTB von Altama mit auf den Tisch gepackt. Den haben wir auch schon mal vorgestellt. Packen wir euch hier ans Ende dieses Video, das Video dazu für diesen Schuh. Ist auch der Navy Seal Over the Beach, OTB, also über den Strand. Ich muss ja mehr oder weniger Anglizismen machen, schreibt ihr immer in die Kommentare. Also der über den Strandschuh hier. Über den UDS. Der UDS von Altama, der ist genau dafür auch konzipiert. Und jetzt seht ihr hier auch schon so vom Design her, die ähneln sich jetzt nicht unbedingt, aber ist halt auch ein halbhoher Schuh. Und hier geht man wirklich ähnlich auch wie damals diese Canvas-Schuhe von Converse war das, glaube ich, oder auch Palladium. Ganz dünnes Material, was eben ganz schnell wieder trocknet. Ich habe die Schuhe lange getragen. Ich mag sie auch sehr gerne. Also kein Hate gegen Altama, aber wenn ihr hier dieses Sohlenprofil anschaut, und das ist halt auch nicht abgelaufen, ja, sondern das ist wirklich kaum vorhanden. Es sollen OTB-Schuhe sein, also für nasse und schlüpfrige Untergründe. Meine Erfahrung mit nassen und schlüpfrigen Untergründen mit diesem Schuh ist eher negativ. Was super toll funktioniert am Strand, auch mal durchs Wasser mitlaufen und dann wieder trocknen. Also das funktioniert tatsächlich extrem gut, aber eben die Untergrundhaftung ist suboptimal und auch ein längeres Laufen in diesen Schuhen ist total unbequem. Und da kommen jetzt hier die Akku NS564 Spider 2 ins Spiel. Gibt es einmal in schwarz und einmal hier in diesem Sandton. Und die haben natürlich den Riesenvorteil, da ist ein ordentliches Profil mit dabei. Wir nennen das entweder Wildhuf oder Kaffeebohne, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Vom Design her ist es ein sehr, sehr lustiges Design, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr griffig. Also gerade auch bei nassem und glattem Untergrund hat man hier einen sehr, sehr guten Halt. Ist eine Vibramsohle. Und wenn ihr euch das mal anschaut hier im Seitenprofil, das ist tatsächlich extrem spannend. Der Fuß ist sehr, sehr nah am Boden. Jeder, der ein bisschen Autotuning betreibt oder sich mit Autos auseinandergesetzt hat, weiß, tieferes Auto, bessere Bodenhaftung. Dasselbe gilt hier auch bei diesen Schuhen. Je weiter wir natürlich am Boden sind, desto mehr Haftung haben wir und natürlich auch weniger Kippgefahr, ja, bei einem höheren Absatz. Ich meine, das hätte man jetzt hier bei denen natürlich auch nicht, aber hier hat man tatsächlich mal ein Profil, was auch funktioniert. Ansonsten ist der Schuh ausgestattet mit einem Wildlederbesatz hier, einmal umlaufend. In schwarz sieht natürlich schwarz auf schwarz alles genau gleich aus. Hier sieht man es natürlich besser. Hier ist dieser Wildlederbesatz und vorne nochmal eine Gummierung. Die Gummierung ist auch so steif und fest, dass man schon fast von einer Stahlkappe ausgehen könnte. Ist natürlich keine Stahlkappe drin, aber man hat hier wirklich sehr, sehr viel Schutz für die Zehen. Und dann hat man hier im oberen Bereich so ein ballistisches Nylon, was hier mit der R8000 Technologie von Akku ausgestattet ist. Akku gibt an, dass hier die Atmungsaktivität 11,5 Mal höher ist als mit Gore-Tex. Ob das jetzt wirklich 11,5 Mal mehr ist, können wir nicht wirklich sagen. Wir haben sie auf jeden Fall getestet und können sagen, dass der Schuh sehr atmungsaktiv ist. Also man merkt einen deutlichen Unterschied zu einem Gore-Tex-Schuh. Auch im Vergleich jetzt vielleicht zu so einem Canvas-Schuh ist das hier deutlich angenehmer vom Fußklima und man hat eine unglaublich gute Führung. Das sind jetzt Schuhe in Größe 44,5. Wir haben hier eine Waage für euch, um einmal das
Gewicht für euch auch zu ermitteln. 44,5. Wiegt 578 Gramm. Gleich mal die Gegenkontrolle mit einem Altama. 450. Also knapp 100 Gramm, bisschen mehr als 100 Gramm mehr wiegen diese Schuhe. Und wenn man die jetzt auch mal nebeneinander schaut, man hat natürlich hier auch ein etwas höheres Profil und demnach auch ein bisschen mehr Schutz für den Fuß. Ist ein Top-Gewicht für so einen Schuh, keine Frage. Von der Schnürung her seht ihr schon, man hat hier mit Wildleder gearbeitet für die ersten 4 Schnallen hier unten, beziehungsweise Schlaufen, nicht Schnallen. Dann kommt hier nochmal eine zurückgesetzte Schlaufe, ebenfalls aus Wildleder, die natürlich dann den Spann hier schön heranzieht an die Ferse hinten. Und dann habe ich oben nochmal 2 Schnellschnürlaschen, um dadurch arbeiten zu können. Da hätten wir uns vielleicht noch einen Haken gewünscht, um hier ein bisschen schneller arbeiten zu können. Das funktioniert aber und hält auch ganz gut die Spannung. Da gibt es nichts zu meckern. Holen wir einmal nochmal die Sohle raus. Das ist auch eine ganz simple Sohle, kann herausgenommen werden, was immer gut ist, weil hier kann jeder seine orthopädischen Sohlen einsetzen oder eben auch mal die Sohle kann separat gewaschen werden. Vom Fuß, von der Größe des Schuhs ist der Schuh so breit, dass man hier auch mit etwas weiteren Füßen gut klarkommt. Ich habe bei Lova normalerweise die weiten Schuhe mit dem Weitmodell, gibt es hier nicht bei Akku, aber ich komme hier mit meinen Füßen wunderbar zurecht. Auch der Zehenbereich ist sehr groß angelegt, also auch da habt ihr keine Probleme, gut unterzukommen. Ja, dieser Bereich vom Wildleder habe ich ja schon erzählt, dass der auch hinten noch hochgezogen ist, dass man hier nochmal den richtigen Schutz hat. Mehr gibt es nicht zu sagen, außer vielleicht eine wichtige Information, die der ein oder andere von euch mit Sicherheit als wichtig empfinden wird, das Herstellungsland. Das ist interessant, denn diese Akkuschuhe werden tatsächlich in der EU gemacht, und zwar in Rumänien. Da kommen sie her und unserer Meinung nach auch hervorragend gefertigt, sehr bequem, absolut eine Empfehlung. Ihr bekommt die Akku NS564 Spider 2 bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr oder diese Schuhe von Akku oder auch schon andere im Einsatz gehabt? Schreibt uns mal in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Wir werden immer mehr Fan von dieser Marke, muss man leider sagen. Was heißt leider? Ist ja schön, wenn man auch mal den Horizont ein bisschen erweitert und nicht nur auf die üblichen Verdächtigen geht. Wobei wir natürlich auch nach wie vor im Bereich Lova, Hanwag und Co. unterwegs sind. Gerade hier auch der Hannes, der ist ein absoluter Salomon-Liebhaber. Also man muss hier keinen Markenhate betreiben. Jeder Hersteller hat da mit Sicherheit ein paar gute Modelle. Und bei Akku gehört der NS564 Spider 2 auf jeden Fall mit dazu. Naja, wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten sind wir raus. In diesem Sinne, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.